und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Oberbayerisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Servus, ich bin die Kathi, ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Dorfen. Ich arbeite im Büro in der Brauerei und ich rede Oberbayerisch. Servus Kathi, schön dich kennenzulernen. Kannst du das vielleicht noch mal kurz auf Hochdeutsch sagen? Ja klar. Hallo, ich bin die Kathi, ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Dorfen. Ich arbeite in einer Brauerei im Büro und ich rede Oberbayerisch. Was würdest du sagen, ist denn so das Besondere am Oberbayerischen? Ja, das R wird manchmal sehr stark gerollt. Das, glaube ich, ist bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, aber... Naja. Genau. Allgemein muss man mit der Stimme ein bisschen runtergehen. Es hört sich manchmal ein bisschen böse an. Vor allem bei den älteren Leuten ist es manchmal wirkt es vielleicht ein bisschen unsympathisch. Aber ich finde, ja, jemand, der bayerisch redet, ist mir immer sofort sympathisch. Sagen wir, Kathi, ich bin in Oberbayern unterwegs. Was wäre ein Satz, der mir im Alltag weiterhelfen würde? Wenn du zum Bäcker gehst und dir ein Brötchen bestellen willst, das ist sehr wichtig. In Bayern sagen wir nicht Brötchen, sondern Semmel. Da wäre dann der Satz: ich hätte gern 2 Semmeln und ein Brot. Ich hätte gern 2 Semmel und ein Brot. Oh, das mit dem R kriege ich nicht so hin, ne? Aber ich probiere es. Brot. Brot. Genau. Und wo wird dein Dialekt überall gesprochen? In Oberbayern. Bei uns auf dem Land spricht eigentlich jeder so. Bloß wenn man nach München oder in die Stadt reinfährt, da wird dann Hochdeutsch gesprochen. Sprechen dann alle in Bayern den gleichen Dialekt? Das kann man so nicht sagen. Oft ist es teilweise von Ort zu Ort schon unterschiedlich. Manche sprechen 10 Kilometer weiter schon einen anderen Unterdialekt. Was gibt es denn aussprachetechnisch sonst noch, worauf ich achten sollte? Oft ist es zum Beispiel so, dass das P wird zum B. Wenn man jetzt im Hochdeutschen sagt Problem, sagen wir mir in Bayern Problem. Problem. Genau, Problem. Es gibt ja Wörter, die sollte man in jeder Sprache oder jedem Dialekt können. Was heißt denn Hallo auf Oberbayerisch? In Bayern sagen wir eigentlich immer Servus. Servus. Oder Grüß dich. Grüß dich heißt dann Grüß dich. Genau. Und was würde ich sagen, wenn ich jemandem ein Kompliment machen möchte? In Bayern vergeben wir eigentlich keine Komplimente. Wir haben da das Sprichwort: nicht geschimpft, es gelobt nur. Wie? Nicht geschimpft ist gelobt genug. Oh. Aber natürlich, wenn der Fall kommen sollte und wir würden mal ein Kompliment machen, da würden wir dann zum Beispiel sagen: du schaust aber gut aus. Du schaust aber gut aus? Genau. Sagen wir mal, dir schüttet jemand irgendwie einen Drink über die Hose. Wie würdest du ausrasten? Spinnst jetzt, das hast du mir dort drüber geschüttet. Spinnst jetzt, was hast du mir da drüber geschüttet? Was hast du mir dort drüber geschüttet? Spinnst jetzt, was hast du mir dort drüber geschüttet? Das war super. Und wie verabschiede ich mich auf Oberbayerisch? In Oberbayern oder bei uns in Bayern allgemein sagt man Pfiat oder Servus, also das Gegenteil von Grüß dich. Pfiat dich. Genau. Und was heißt das? Für Gott. Was ist dein Lieblingswort auf Oberbayerisch? Grantler. Das passt einfach auf so viele Menschen in Bayern. Wir sind schon ein bisschen grantig oder wir lassen das schon gern auch mal aus, wenn man grantig ist. Und was ist ein Grantler? Ein grantiger Mensch. Also missmutig. Genau, ja. Jemand, der schlecht gelaunt ist und das an anderen auslässt. Und was wäre ein Satz, den jede auf Oberbayerisch kennen sollte? Ich finde den Satz: magst schmusen, mir war's wurscht. Der passt einfach super zu Bayern und den hört man auf die Volksfeste oder auf der Wiesn bestimmt ganz oft. Magst schmusen, mir war's wurscht. Genau, das ist halt so, wenn man betrunken ist und man sieht irgendjemanden hübschen und denkt sich halt, den mache ich mir jetzt klar. Dann kommen wir den Satz an. Willst du knutschen? Mir wär's egal. Genau. So. Und das kommt an? Meistens sagen den Männer und ich glaube, meistens haben die keine Erfolgschance. Und gibt's Vorurteile, wenn du mal Oberbayerisch sprichst? Ja, ich glaube auf alle Fälle. Also ich habe schon oft, wenn ich dann wirklich auf der Berufsschule war, da war ich eine von den einzigen, die Bayerisch gesprochen hat. Und dann war ich so ein bisschen die so bauernhaft spricht, die vom Land kommt, die nicht gescheit sprechen kann. Oder in der Großstadt, dass es dann hieß: ja, kannst du nicht gescheit sprechen. Kathi, du hast doch bestimmt ein paar Wörter mitgebracht auf Oberbayerisch, die ich jetzt mal erraten könnte. Gescheithaferl. Wie? Gescheithaferl. Gescheithaferl. Was könnte das heißen? Ein Scheiterhaufen? Nein. Nein? Kannst du mal einen Satz bilden? Du bist aber ein Gescheithaferl. Gescheit im Sinne von gescheit, klug. Mhm. Nicht im positiven Sinne. Ein Klugscheißer. Ja, sehr gut. Ja? Ja, sehr gut. Juhu. Noch was? Noch ein cooles Wort ist zum Beispiel Gspusi.
Spuse, das habe ich schon mal gehört. Das ist ein Liebchen? Ja, genau. Sehr gut. Also quasi eine Geliebte oder ja, Geliebter. genau. Ja. Kathi, ich finde Herausforderungen zwar anstrengend, aber ich bin jetzt bereit für die Dialekte-Challenge. Du hast einen Satz, den ich lernen werde. Wenn's Oschall brummt, ist Herzal gesund. Oh, das klingt irgendwie süß. Ja. Wenn's Oschall brummt, ist Herzal gesund. Oschall. Oschall. Was ist ein Oschall? Der Po. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn's Oschall brummt, ist Herzal gesund. Genau. Aber wann sagt man das? Wenn zum Beispiel ein Kind pupsen muss, dann sagen das meistens die Omas oder der Opa, sagt dann, wenn's Oschall brummt, ist Herzal gesund. Dass man sich halt das Kind nicht schlecht fühlt, weil oft wird einem ja beigebracht, das ist was Unanständiges und dann schämen die Kinder ja sich und dann sagen das die Opas oder die Omas gerne mal den Satz. Pupsen ist erlaubt. Genau. Und gut. Vielen Dank, Kathi. Pfiat. Pfiat. So, damit schließen wir die Akte Oberbayerisch bei der Dialekte-Hotline und schreibt ihr mir aber gern mal noch euer Lieblingswort auf Oberbayerisch unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Pfiat euch! Ey, wenn ich mir das alles merken könnte, was ich hier lerne, ne? Ich könnte so viele Dialekte.